Klappräder sind besonders mobil, unheimlich praktisch und werden immer beliebter. Was ihr beachten könnt, um auch auf einem Klapprad beschwerdefrei und komfortabel radeln zu können, das zeigen wir euch heute. Kleines Fahrrad, großer Mann. Sieht komisch aus, ist für mich aber eine unheimlich praktische Kombination. Doch was müsst ihr zum Beispiel beachten, wenn ihr euch ein Klapprad zulegt und mit dem Klapprad beschwerdefrei und komfortabel Rad fahren wollt? Wer wäre dafür besser geeignet als unser Ergonomie-Experte Kim? Kim ist leider noch nicht da, aber ich sehe gerade, er kommt gerade noch rechtzeitig an. Kim, ist ein bisschen spät. Hallo Jan-Philipp. Sorry, aber meine Bahn war ein bisschen zu spät. Hallo zusammen. Okay, es sei dir verziehen. So, du kommst hier mit dem Klapprad reingefahren. Trifft sich gut, weil heute wollen wir nämlich über das Thema Klapprad sprechen, beziehungsweise im Detail, wie sitzt man korrekt und beschwerdefrei auf einem Klapprad? Ja, auf einem Klapprad sollte man genauso gut sitzen wie auf einem normalen Rad, weil ja, je nachdem, wie viele Kilometer ihr fahrt, habt ihr sonst auch Rückenbeschwerden oder ihr habt Sitzprobleme, euch tut der Nacken weh. Und das kann bei einem Klapprad natürlich genauso auftreten. Ja, definitiv. Aber vorweg, sag mal, warum ist denn das Klapprad für dich so ein gutes Stadtrad? Ja, es ist erstmal klein und wendig, das heißt, man kann auch so um die parkenden Autos zum Beispiel herumfahren, ne? Schlimm genug, dass man das muss. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, ich mag überhaupt keine Staus. Und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, das ist ja schon Standard. Und hier kann man ganz einfach so ein Rad zum Beispiel mit in den Zug nehmen und dann kann man die letzte Meile, die man dann vom Bahnhof noch braucht, hier ins Studio oder ins Büro, kann man dann einfach mit dem Klapprad fahren. Das ist unglaublich praktisch. Kann ich so bestätigen, mache ich tatsächlich genauso. Mein Zug war pünktlich. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen schneller Fahrrad fahre als du. Also wir können ja mal gucken. Ja, ich habe da was vorbereitet, aber mehr dazu am Ende dieser Sendung. Ja, kommen wir direkt zum Thema. Wie sitze ich jetzt richtig auf dem Klapprad? Was muss ich da genau beachten? Also man hat genau wie bei einem großen Rad, ja, da sind vor allen Dingen die Laufräder größer, aber ansonsten diese Abstände von Pedal zum Sattel und zum Lenker sollten ähnlich sein. Hier sieht man jetzt, wenn ich mich mal hier neben das Rad stelle, meine Hüfte ist deutlich über dem Sattel. Der Sattel ist etwas zu tief. Ich hatte eben keine Zeit mehr, den richtig einzustellen und deswegen habe ich den leider nicht richtig rausgezogen. Wie stelle ich den jetzt richtig ein? Was könntest du zum Beispiel auch besser machen? Ja, also das erste wäre, ich ziehe das jetzt mal raus und schaue mal, dass der ungefähr auf Hüfthöhe ist. So, das passt ganz gut und dann könnte ich damit schon viel besser fahren. Das ist so eine Schnelleinstellung, gerade wenn man vielleicht nicht viel Zeit hat. Okay. Schnelleinstellung heißt, es gibt auch eine Methode, die vielleicht ein bisschen länger dauert, aber eventuell genauer ist. Ja, die dauert nicht viel länger. Können wir gerade mal bei dir ausprobieren. Und zwar, ich ziehe jetzt mal für dich die Stütze raus, wo ich denke, das könnte passen. Und das überprüfen wir jetzt. Setz dich doch mal drauf und stell deine Ferse aufs Pedal. Hier, da kann man da mal schauen, wenn du drauf sitzt auf dem Sattel und die Ferse ist auf dem Pedal, dann sollte hier das Bein fast gestreckt sein. Bei dir könnte der Sattel sogar noch ein Tick höher sein, aber in diesem Fall geht das nicht bei diesem Rad, weil du bist doch etwas zu groß. Okay. Was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten? Ja, es gibt gerade von dieser Firma noch eine etwas längere Sattelstütze, die kann man dann da reinbauen. Also checkt das einfach mal, ob ihr mit der Sattelhöhe dann hinkommt. Es gibt bei den meisten Firmen noch extra verlängerte Sattelstützen. Okay. Und ich meine, es gibt noch eine Methode, die Sattelhöhe noch genauer zu bestimmen, richtig? Ja, wir haben ja in anderen Episoden schon gezeigt, mit der Fittingbox kann man die Werte ausrechnen und dann sollte man einfach eine Markierung machen, hier an der Sattelstütze, dann weiß man, das ist mein Wert. Vielleicht auch, wenn man das Rad mit mehreren Personen in der Familie benutzt, dann gibt es vielleicht einen Wert hier und einen Wert hier und einen Wert hier. Guter Tipp. Wie gesagt, wir haben die Folge schon gedreht. Guckt einfach mal rein. Wir verlinken euch die Folge einfach hier oben. Von euch aus ist es rechts, von mir aus ist es links in der Ecke. Sag mal, Kim, dieses Brummen, hörst du das auch? Ja. Kann es sein, dass du nicht gefrühstückt hast und dass dein Magen sich bemerkbar macht? Ja, du, da hatte ich keine Zeit zu. Ne? Ich musste dann ja schnell hier ins Studio kommen, deswegen. Ich werde dann gleich mal schauen, ob wir was Leckeres finden. Okay, wir kriegen dich über die Runden, garantiert. So, ich glaube, im Sitzbereich sind wir durch, richtig? Vielleicht noch die Neigung von dem Sattel. Ja, man sieht, das hier ist so ein ergonomischer Sattel. Der hat hier so eine Entlastungsöffnung
Und die ist natürlich sehr gut. Gerade wenn man in Alltagsklamotten fährt, gerade die Jeans, die haben oft eine Naht genau in der Mitte. Und wenn man dann hier auf so einem Sattel sitzt, dann drückt die wirklich unerträglich. Und das ist eine große Hilfe, wenn man so eine Entlastung hat. Das Zweite ist, man sollte darauf achten, dass der Sattel möglichst waagerecht ist. Zumindest jetzt, wenn der Lenker auch relativ niedrig steht, weil dann hat man vorne nicht so viel Druck. Wenn man jetzt einen sehr hohen Lenker hat, einige Falträder bieten das an, oder wenn man nicht so groß ist, dann kann man die Nase auch ganz leicht heben. Gerade auch bei so einem ergonomischen Sattel mit Entlastung ist das eher möglich, weil das dann trotzdem nicht drückt. Okay, genau. Und ich sehe schon, das kann man alles hier über diese eine Schraube bei dem Modell jetzt verändern. Ne? Ja, das ist ganz einfach mit dem Mini-Tool, und dann kann man das probieren. Ja. Gut, wandern wir nach vorne in den Lenkerbereich. Was kann ich hier optimieren bzw. neu einstellen? Ja, achtet darauf, dass der Abstand vom Sattel zum Lenker auch etwa ist wie bei eurem normalen Fahrrad. Bei diesem Rad ist das etwas eingeschränkt, das heißt, hier können wir nicht viel verstellen. Macht es zwar einfacher, aber möglicherweise müsst ihr den Lenker austauschen, damit ihr in die richtige Position kommt. Bei dir sieht man das schon, bei dir ist der Lenker jetzt zum Beispiel sehr tief. Man kann es nicht verstellen, weil natürlich hier ein Bauteil fehlt im Vergleich zu einem klassischen Fahrrad, und zwar der Vorbau, richtig? Ja, genau. Ja. Und ja, gut, für dich ist der jetzt relativ tief, der Lenker, wobei du als Cross-Country-Racer bist es ja gewöhnt, oder? Ja, das ist noch recht hoch, geht noch tiefer. Aber, aber ich würde dir empfehlen, für etwas mehr Komfort und damit du auch wirklich den Straßenverkehr und die Autos sehen kannst, einen etwas höheren Lenker zu nehmen. Es gibt für dieses Rad einen Riser-Bar, dann geht der Lenker höher und man greift etwas höher und dann siehst du auch die Autos. Okay, gut. Lenkertausch ist die eine Option. Andere Möglichkeit ist, vermute ich mal, wieder auf andere Griffe zu setzen, so wie auf diese Flügelgriffe hier, richtig? Ja, diese Flügelgriffe sind einfach die bequemsten. Das fühlt sich wirklich an, ich sag mal, wie ein schönes Lenkrad im Auto. Zudem hat man hier den optimalen Griff und man kann auch hier sehr schnell an die Bremsen kommen. Achtet darauf, dass die Bremsen auch gut stehen, ähnlich wie beim Mountainbike, weil gerade im Straßenverkehr, man muss ja doch mal schnell bremsen, da kommt ein Auto, das hat euch nicht gesehen oder die Tür geht auf und dann muss man auch schnell bremsen können. Gutes Stichwort. Ich hole vielleicht gerade noch mal das Fahrrad hier nach vorne. Und zwar kann man das hier noch mal zeigen, denn bei den Klapprädern gibt es eine kleine Besonderheit, gerade im Lenkerbereich, wenn man den Lenker so wie bei den Modellen hier klappen kann. Du hast schon gesagt, einen breiteren Lenker könnte man zum Beispiel drauf machen. Ginge auch noch, ja. Genau, aber zu breit sollte er natürlich nicht sein, weil man sieht schon hier, wenn der Lenker zu breit ist, dann stößt er auf den Boden. Das heißt, man kann eventuell den Lenker dann nicht mehr komplett einklappen. Und die Seite hier ist ja die Vorderseite des Fahrrades. Das heißt, wie du schon gerade gesagt hast, man kann die Bremshebel und Schalthebel ja etwas flacher einstellen. Aber auch da muss man gucken, dass man sich dann hier in dem Bereich nicht in die Quere kommt mit dem Vorderrad. Das ist immer so ein bisschen abhängig von Modell zu Modell. Guckt das mal nach bei eurem Modell oder achtet darauf, wenn ihr euch ein Klapprad kaufen wollt, ob man diese Dinge bei dem jeweiligen Modell einstellen kann. Das ist ja auch abhängig von dem Modell und bei manchen Modellen geht es besser, bei anderen schlechter. Vielleicht könnt ihr uns ja auch eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Mit welchem Lenker habt ihr gute Erfahrungen, was funktioniert als Umbau oder was auch nicht? Guter Tipp, ich bin sehr gespannt. Okay, Lenkerbereich haben wir dann auch schon durch, richtig? Ja, Lenker sind wir dann soweit auch fertig. Hier vielleicht noch eine Sache zu den Pedalen. Man sieht, hier sind ganz besondere Pedale dran. Und zwar ist das hier so ein Klapppedal, damit kann ich dann Platz sparen, wenn ich das Rad zusammenfalten möchte. Und damit kann ich natürlich dieses Pedal nicht so einfach austauschen, weil ich dann natürlich an Platz verliere. Leider ist das so, dieses Pedal ist jetzt für mich noch okay. Ja, ich habe kleine Füße, aber du mit deinen riesen Quadratlatschen wünschst dir wahrscheinlich manchmal größere, oder? Ja, doch. Also auf jeden Fall. Sowohl in der Breite als auch in der Länge. Ich bin das natürlich vom Mountainbike anders gewohnt. Gerade mit den großen Flat Pedals ginge schon ein bisschen größer, ja. Ja, aber auch da, schreibt uns doch mal eure Erfahrungen. Kommt ihr mit dem Pedal zurecht oder habt ihr getuned und funktioniert das dann noch gut mit dem Klappmechanismus? Ein weiterer guter Tipp. Kim, vielen Dank. Ja, dann haben wir den Sitzbereich, den Lenkbereich und den dritten Kontaktpunkt, die Füße. Fehlt sonst noch was?
vielleicht das Handling mit einem Rad. Als ich das Rad neu bekommen habe, da musste ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Das Rad ist viel, viel nervöser und ich bin auch schon mal vor die Bordsteinkante gefahren, gerade bei höherer Geschwindigkeit, dann hebelt es einen schon richtig aus. Da muss man aufpassen, dass man nicht stürzt. Also schaut mal gerade in so ich sag mal, schwierigen Situationen, dass ihr euch an das Rad erstmal gewöhnt. Kleiner Anschlusstipp vielleicht noch von mir an dieser Stelle. Kleine Laufräder, so wie hier, sind natürlich besonders praktisch, wenn das Klapprad so wie hier hinten zusammengefaltet ist, weil das Faltmaß sehr klein ist. Aber wie du schon sagst, Kim, das Fahrverhalten, das leidet da so ein bisschen drunter. Es wird sehr nervös. Gerade ich als große Person hat da etwas mehr Probleme als kleinere Personen so wie du. Bei mir ist der Schwerpunkt tief. Und das liegt an den muskulösen Beinen, ne? Absolut, ich habe schwere Füße. Ja. So, große Laufräder haben natürlich den Vorteil, dass das Fahrverhalten deutlich stabiler wird, aber natürlich, ist ja selbstredend, wenn ihr das Faltrad zusammenfaltet, dann wird das Faltmaß wieder größer. Also müsst ihr für euch abwägen, was ist für euch wichtiger, das Fahrverhalten oder das Faltmaß. Probiert es aus, geht zum Fachhändler eures Vertrauens, der kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ich glaube, wir sind durch, Kim, richtig? Ja, ich habe auch schon ziemlich Hunger. Ja, ich merke das. Also heute ist ganz, ganz schlimm. Können aber vielleicht auch an der Baustelle nebenan liegen. Man weiß es nicht. Ja, dein letzter ultimativer Tipp, wie immer. Wie lautet der? Ja, eine Sache ist natürlich, man ist natürlich oft im Stadtverkehr unterwegs, wenn man die letzte Meile fährt. Und ihr kennt das, solange noch nicht alle auf dem Fahrrad unterwegs sind, dann gibt es immer noch diese störenden Autofahrer. Also setzt immer einen Helm auf, weil da geht dann mal die Tür auf oder irgendein Auto will abbiegen und sieht euch nicht. Dann ist es auf jeden Fall viel, viel besser. Vielen Dank, Kim. So, wir müssen noch was machen. Also ich glaube, das liegt echt an deinem Magen. Wir machen es kurz. So, wie du schon sagtest, schreibt uns gerne eure Erfahrungen mit euren Klapprädern, euren Umbaumaßnahmen, Einstellungen und so weiter in die Kommentare. Gucken wir uns sehr gerne an. Ist natürlich auch für die anderen Zuschauer sehr interessant. Falls ihr ansonsten Ideen, Fragen oder Anregungen habt, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare oder als E-Mail an info@bikeergonomics.com. Wir gehen jetzt dem Kim mal ein bisschen was zu essen besorgen, dass hier mal Ruhe einkehrt und dass du vielleicht ein bisschen größer wirst. Ne? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das noch klappt, also tiefer auf jeden Fall. Aber wie gesagt, schreibt uns eure Kommentare, eure Ideen einfach zu und ja, bleibt uns treu. Kim, ich muss noch auflösen, die kleine Überraschung, die ich vorhin angedeutet habe. Und zwar habe ich uns für den Klapprad-Cup angemeldet. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mehr essen gehen, damit du auch wieder zu Kräften kommst. Und dann gehen wir direkt trainieren, damit im nächsten Jahr, sofern es denn dann möglich ist, wir schön mit 3 Gängen 6 Kilometer den Berg hochfahren können. Dann werden wir mal gucken, wer hier der Schnellste ist. Ja, Philipp, ich glaube, da hast du keine Chance. Ja gut, berghoch vielleicht nicht, bergab sieht das Ganze schon wieder anders aus. Aber wir müssen los, Kim. Das Essen Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wie Kim immer sagt, bleibt uns treu, bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.